aufregend, jetzt geht's los und ich bin mal gespannt. Jetzt kommt die Nervosität ein bisschen, ja. Erst Vereidigung, dann Einsatz. Alexandra Metzmacher arbeitet auf Deutschlands größter Polizeidienststelle. Einmal die Maske bitte. Vielen Dank. Schönen Aufenthalt. Weltpremiere. Vom Passagierflieger zum Frachter. Erstflug des A321F. Passagierfenster gibt es nicht mehr und natürlich die Passagiersitze wurden ausgebaut, aber auch viel, viel mehr. Job mit Ausblick. Die Reiniger zwischen den Start- und Landebahnen. Das ist sehr wichtig, dass wir es wegmachen. Sonst würde es halt dann von Flugzeugen die Triebwerke beschädigen. Sie arbeiten am größten Drehkreuz für Fracht und Passagiere in Europa. Aktuell 1200 Starts und Landungen täglich. 5 Millionen Passagiere pro Monat. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen auf Deutschlands größtem Flughafen. 2700 Bundespolizisten arbeiten in Deutschlands größter Polizeidienststelle am Frankfurter Flughafen. Eine große Feier steht heute auf dem Plan. Sie bekommen Verstärkung. 96 junge Frauen und Männer werden heute vereidigt. Auch Alexandra Metzmacher. Ich kann einfach den Eid gar nicht mehr. Ein aufregender Tag. Nach 3 Jahren endet ihre Ausbildung. Das war eigentlich schon länger mein Traum und da hat man so lange darauf hingearbeitet, sich so viel vorbereitet und ja, ist genau das, was ich eigentlich immer machen wollte. Bei aller Freude, ein bisschen ist sie auch traurig. Schade, dass die Familie nicht dabei ist. Ja, finde ich auch voll schade. Ja. Ich habe denen extra Bescheid gesagt, eigentlich wollte die heute auch kommen, meine Mutter und meine Schwester und Oma, aber... Wegen der Pandemie möchte die Bundespolizei nur eine kleine Feier. Alexandra ist von Bergisch Gladbach nach Hessen gezogen. Meine Eltern leben ja in der Heimat, ich wohne ja jetzt schon länger nicht mehr da. Aber wir hatten noch mal telefoniert und uns noch mal ein bisschen abgesprochen, habe mir auch viel Erfolg gewünscht für den heutigen Tag und viel Spaß. Der Diensteid auf das Grundgesetz, eine Feier nach strengen Regeln, die sie proben. Text, Formation, noch sitzt nicht alles. Wir stehen die ganze Zeit so. Wie stehen wir wann? Also wir stehen die ganze Zeit so. Ja, also es ist schon viel, was wir jetzt hier beachten müssen mit der Formation und den ganzen Anordnungen, die es da gibt, zum Eid ableisten. Aber wir schauen gleich mal, wie es klappt. Ingo Vorberg. Die Vereidigung seiner neuen Kollegin Ich glaube, da ist er. ist ihm wichtig. Er wird Alexandra Metzmacher einarbeiten. Die ersten Wochen fahren sie zusammen Streife. Hi Alex. Hi. Alles gut? Ja, bei dir? Hab gerade schon gesehen, ihr habt schon geprobt. Ja, Klappt? Ja, ja. Aufgeregt oder? Ja, schon ein bisschen lang. Ach, das wird. Ja, ihr macht das schon. Gleich noch die Vereidigung und dann hast du es geschafft. Ja. Dann ihr erster Schichtdienst im Terminal und auf dem Vorfeld bei den Fliegern. Ja gut, ich bin ja nachher auch dabei bei der Vereidigung. Ne, und bei dem Wetter ist natürlich perfekt. Und dann sehen wir uns dann nächste Woche auf jeden Fall, ne, wenn ich Ihnen dann alles zeigen darf. Mit dem Schwur auf das Grundgesetz bekennt sich Alexandra zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Ich habe meine erste Vereidigung bei der Bundeswehr gehabt 1990 und das ist ein sehr wichtiger Schritt, weil das ist ja nicht einfach irgendeinen Arbeitsvertrag unterschreiben. Man leistet ja einen Eid auf seine Arbeit, aufs Grundgesetz. Und ich denke, das ist ein wichtiger Schritt und auch heute wird den ganzen Polizistinnen auch nochmal richtig klar gemacht, wie wichtig der Beruf ist und was daran hängt, diesen Beruf zu machen. Wir fangen jetzt mit der Aufstellung an. Wir fangen hier linke Hand an mit der Inspektion 1, hier die Inspektion 2, hier die Inspektion 3 und 4. Genau. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich mich gleich hinstellen muss. Ne? Ich weiß es auch nie. Das sieht schon sehr gut aus, ihr macht das super. Von der Bundespolizei im Osten zu den Reinigern im Westen. Reisebefahren, Acht auf Rollverkehr, FS64. Flugzeugfans würden vermutlich einiges geben, um nur einen Tag mit ihnen zu verbringen. Mit Matthias Litzinger und Oran Emre. Sie arbeiten zwischen den Start- und Landebahnen ganz nah an den Maschinen. Ja, hier liegt was. Ihr Auftrag: Schäden an Flugzeugen vermeiden. Es ist gemeldet hier auf der Centerbahn, dass hier Bedreckung liegt, wie Tüten und Papier. Das ist sehr wichtig, dass wir es wegmachen. Sonst würde es halt dann von Flugzeugen die Triebwerke beschädigen. Und das ist alles Millionen von Geld.
Täglich bläst der Wind Plastik, Papier, Dosen und Becher vom Terminal 1 Richtung Landebahn. Den Müll könnten Triebwerke ansaugen und Flugzeuge in Gefahr bringen. Orhan Emre ist Handreiniger. Sein Arbeitsplatz ist 4 Kilometer lang. Bei so einer großen Fläche wie hier auf der Grünfläche sind wir hier mit mehreren Leuten, mit 2 Fahrzeugen, wie Sie hier sehen. Und unsere Kollegen sind hier überall verteilt. Ein Job mit purem Flugzeugfeeling, mit viel Kerosin in der Luft und viel Lärm. 4 Stunden arbeiten sie täglich auf der Grünfläche, nur mit Arbeitsschutz. Ist Pflicht. Das war ein Ohrstöpsel, weil man so lange hier auf der Centerbahn arbeitet und so nah an den Flugzeugen sind, mit laufenden Triebwerken, ist halt immer wirksam und ratvoll, Ohrstöpsel zu tragen, weil das gehört unsere Sicherheitsmaßnahmen dazu. Der Rüsselsheimer hat 5 Geschwister. 3 seiner Brüder arbeiten auch am Flughafen. Ihn faszinieren Flugzeuge, ob Boeing oder Airbus, er kennt sie alle. Orhan ist stolz auf seine Arbeit, denn sein Job ist wichtig und nur das zählt, sagt der Familienvater. Hier sehen wir ein Beispiel, ein Deckabschnitt, was vor einem Gepäckwagen abgefallen ist. Wie man es hier sieht, ist der Gummi hier abgelöst und ist dann wegen Wind dann bis hierhin weggetragen worden. Matthias Litzinger ist der Wachposten. Er muss seine Kollegen im Auge behalten und er muss den Funkverkehr abhören. Also ich muss extrem darauf achten, dass meine Kollegen nicht in den Sicherheitsbereich der Bahnen kommen. Das heißt, letzter Gärtnerweg, 75 Meter von den Bahnen entfernt. Dann muss ich permanent am Funk bleiben, in Verbindung mit dem Tower. Es könnte ja eine Notlandung sein, dass wir raus müssen oder so. Ja? Weil das ist ja auch von der Verständigung her Sichtweise schlecht. Sind sie zu nah an der Bahn, könnte der Abgasstrahl der Triebwerke die Mitarbeiter verletzen. Orhans Eltern kommen aus der Türkei. 45 Jahre ist sein Vater bei Opel beschäftigt. Orhan arbeitet seit seinem 17. Lebensjahr am Flughafen. Nach der Ausbildung war ich dann bei Gepäckdienst, 21 Jahre lang. Und es ist eine körperliche Arbeit, wo man auch topfit sein muss. Und natürlich, ein Mensch ist ja auch etwas, wo auch die Verschleißteile auch mal irgendwann mal zugrunde gehen. Und darum habe ich mich auch bei der Reinigung beworben, weil es halt dann nicht so schwer ist wie beim Gepäckdienst. Das Wichtigste ist, dass die Arbeit Spaß macht und mir gefällt es auch. Manchmal winken die Passagiere auch zurück. Was ein Schaf und ein alter Geldbeutel mit ihrer Arbeit zu tun hat, gleich. Doch erst zurück zur Vereidigung im Innenhof der größten Polizeidienststelle Deutschlands. ...96 Bundespolizisten leisten heute ihren Eid. Damit endet ihre Ausbildung auch für Alexandra Metzmacher. Ja, aufregend, jetzt geht's los und ich bin mal gespannt. Jetzt kommt die Nervosität ein bisschen, ja. Ein bisschen, ja. Wie ist eigentlich das Gefühl, nach so langer Ausbildungszeit es jetzt geschafft zu haben? Das ist sehr schön. Also man hat sich so viel Mühe gegeben und es war eine anstrengende Zeit und gab auch da wieder Höhen und Tiefen, aber man ist echt froh, dass man es jetzt geschafft hat und hier auf der Straße stehen kann. Eigentlich wollte Alexandra Metzmacher zur Landespolizei, doch die wollten sie nicht. Sie sei zu klein, um genau 8 mm. Sie ist enttäuscht und geht zur Bundespolizei. Dort sind sie großzügiger. Die Feier beginnt. Zuerst spricht die Präsidentin der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt, Kerstin Kohlmetz. Wenn Sie nun gleich Ihren Diensteid ablegen, dann ist das ein besonderer, ein feierlicher Moment. Als Polizeibeamte haben Sie sich für einen Beruf entschieden, in dem die Gesellschaft mehr von Ihnen verlangt als von vielen anderen. Von Ihnen wird erwartet, dass Sie einschreiten, wenn es für andere gefährlich oder gar bedrohlich wird. Und das gerade hier am internationalen Frankfurter Flughafen. Fahne, Marsch!
Heben Sie die rechte Hand zum Eid und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre. Ich schwöre. Das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren. Das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren. Und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Hand ab. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Dieses Glückes Alexandra Metzmacher ist jetzt offiziell vereidigte Polizeimeisterin. Ihr erster Dienstgrad nach bestandener Prüfung. Ja, es ist eine Erleichterung jetzt, dass man es hinter sich hat und jetzt quasi zur Familie hier gehört, zur Polizeifamilie. Glückwunsch. Danke. War schön, oder? Ja. Mit Ingo Vorberg wird sie zum ersten Mal Streife fahren. Ein Foto fürs Familienalbum mit Präsidentin und dem Bärenführer. So nennen sie erfahrene Kollegen, die neue einarbeiten. Ja. Und dann nächste Woche, wenn du 6 anfängst? Ja. Viele Zuschauer kennen Ingo Vorberg aus der TV-Sendung Mittendrin, Flughafen Frankfurt. Er wird auf jeden Fall aufregend. Ich habe schon seine anderen Folgen auf YouTube gesehen und im Fernsehen. Also man kennt ihn schon so ein bisschen. Ja, ich bin mal gespannt, wie es dann ist, mit ihm auch mal zusammenzuarbeiten. 3 Wochen arbeiten sie zusammen. Die junge Beamtin muss jede Ecke am riesigen Flughafen kennen. Im Einsatzfall sich auch alleine zurechtfinden. Kann ich dir dann alles nächste Woche geben. Perfekt. Den wohl spektakulärsten Job am Flughafen haben die Handreiniger an den Start- und Landebahnen. Einer von ihnen ist Orhan Emre. Sein Arbeitsplatz ist laut und für Flugzeugfans ein Traum. Seit 3 Jahren sammelt er Müll neben startenden Maschinen. Man kennt sich. Fernweh hat er ständig. Mit seiner Familie war er in Italien, Marokko, Portugal und auf den Kanaren. Hauptsache Sonne und warm. Seine Eltern leben wieder in Izmir. Ich fliege jedes Jahr in die Türkei und ich habe 2 Töchter mit 16 und 21 Jahre. Die lieben es gern zu fliegen. Die streiten sich halt immer, wer am Fenster sitzen soll und wer am Gang und wer in der Mitte. Und es wird mich halt nicht wundern, wenn eine von denen oder auch beide auch mal irgendwann mal den Flughafen Frankfurt anfangen. Müll, tote Tiere. Hier liegt einiges rum, erzählt Einsatzleiter Matthias Litzinger. Eine Fundsache bleibt unvergessen. Ja, ich war mit Kollegen draußen zum Reinigen der Grünflächen und dann sehe ich aus dem Auto raus, wie der Kollege freudig in die Luft springt. Bin dann bei ihm und habe ihn gefragt, was ist, hast du was Besonderes entdeckt? Er sagt, er hat seine Geldbörse gefunden, aber das Markante daran ist, die hat er vor 5 Jahren verloren gehabt. Das Geld war leider ein bisschen verschimmelt in die Ausweise, aber er hatte es wieder. Flugzeuge liebt Orhan Emre genauso wie Fußball. 16 Jahre hat er im Verein gespielt. Er war Torschützenkönig in der Kreisklasse. Er ist auch Fan von Eintracht Frankfurt. Wir reden ja die ganze Zeit über mich, aber viel interessanter ist von meiner Kollege, der hat einen kleinen Bauernhof und der hat einen schwarzen Schaf, ja, wie man so schön auf Deutsch sagt, wortwörtlich. Und der heißt Henry, ja. Sie müssen mal immer nach Henry fragen, da geht er richtig ab. Der Henry ist ein Schafsbock, den ich habe, den ich betreue daheim. Und der hat so 110 Kilo und mit dem gehe ich mit den Kindern öfter spazieren. Der kriegt ein Geschirr an, eine Leine und der läuft dann mit wie ein Hund. Das ist mein Ausgleich zum Arbeiten hier. Hast du Bilder von Sir Henry oder sowas? Ja, auf dem Handy habe ich Bilder, ja. Ja, dann zeig doch mal. Auf dem Handy Sir Henry, ein Tiroler Bergschaf beim Spaziergang mit den Enkelkindern bei Bad Camberg. Ja,
Kinder sind sehr begeistert. Also da, wo die im Winter stehen in der Regel, sehr viel Publikumsverkehr, sehr viele Kinder, die regelmäßig da vorbeigehen und durch den Zaun streicheln. Ja. Ich zeige mal jetzt mal Tagesausbeute, was ich alles heute schon gesammelt habe. Folien, Chipstüten, Flaschen, Handschuhe, Schutzmasken, Kaviarbüchse. Ja, das ist halt, wenn die Flugzeuge beladen werden mit Essen und so. Und es kann sein, dass halt dann Müll, wenn wir starke Wind haben, aus Versehen vom Flugzeug rausfliegt. Müll. Jetzt keine Gefahr mehr. Oran Emre und Matthias Litzinger. Sie sorgen für Sicherheit zwischen den Start- und Landebahnen. Zurück zur Bundespolizistin Alexandra Metzmacher. Sie ist heute zum ersten Mal auf Streife. 6 Uhr morgens, Dienstbeginn für Ingo Vorberg und die junge Polizistin. So, da haben wir uns natürlich ein super Wetter heute ausgesucht. Die 24-Jährige arbeitet ab jetzt in 3 Schichten. Ihre erste Streifenfahrt in ihrer ersten Frühschicht. Der 53-jährige Polizeihauptkommissar wird sie einarbeiten. Lektion 1: Auch für Polizisten gilt, ohne Ausweiskontrolle kein Vorfeld. Da muss man immer gucken, ob irgendwo ein Flugzeug kommt von rechts oder links. Man sieht ja auch ganz schlecht, ne, bei dem Wetter die ganzen Markierungen. Zum ersten Mal ist die Polizeimeisterin in ihrem Revier. Sehr aufregend, jetzt so der erste Tag an so einer riesigen Dienststelle. Ja, erstmal den Weg von der Bahn zur Dienststelle überhaupt zu finden, das ist schon eine Kunst in den ersten Tagen, wenn man sich hier noch gar nicht auskennt. Aber ich denke, wenn man alles so ein paar Mal gemacht hat, gesehen hat, dann kommt das alles mit der Zeit und dann hat man auch so ein bisschen die Routine drin. Auch der Flughafen, die ganzen Strecken, das ist ja alles so groß, die ganzen Positionen. Das muss man ja auch erstmal wissen, wo sind die ganzen Positionen, wenn ich jetzt irgendwo hingerufen werde. Wie verhalte ich mich, wie fahre ich. Deswegen bin ich bei ihr, so als Schutzmantel, und zusammen kriegen wir das locker hin. Der Flughafen schläft nie, sagt Ingo Vorberg. Im vergangenen Jahr stellten die Polizisten 150.000 verbotene Gegenstände sicher und erzielten 17.000 Fahndungstreffer, trotz weniger Passagiere in der Pandemie. Ein Krankenwagen, Feuerwehreinsatz. Ja. Also das ist ein Flieger, der ist angekommen gerade. Da scheint irgendein medizinischer Notfall drauf zu sein, der jetzt durch die Feuerwehr liegend abtransportiert wird. Was jetzt relevant sein könnte, wenn da jetzt ein Reisender gekommen wäre, zum Beispiel aus Amerika, der hätte jetzt medizinischen Notfall und der würde einreisen, ohne durch die Einreise zu kommen. Ja. Dann würden wir vor Ort jetzt hier eine Passkontrolle quasi machen. Ja. Würden kurz in den Pass reingucken. Oder wenn es jetzt jemand ist, der gestempelt werden muss, dann würde eine Streife mit einem Stempel kommen. Dann würden wir hier vor Ort auf dem Vorfeld die Einreise erledigen, um halt demjenigen das so leicht wie möglich zu machen. Ja. Eine Aufgabe, die Alexandra Metzmacher häufiger begegnen könnte. Denn in Frankfurt landen auch Kriegsopfer aus der Ukraine. Sie kommen mit dem Evakuierungsjet der Bundeswehr, ein Airbus A310, wie hier Mitte Mai. Die Bundespolizei kontrolliert die Einreise der Patienten direkt an der Maschine. Anschließend werden die Schwerverletzten mit Rettungshubschraubern und Rettungswagen auf Kliniken in Hessen verteilt. Regelmäßig landen in Frankfurt Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet. Auch sie müssen von den Beamten kontrolliert werden. Wir haben jetzt auch schon über 3000 Ukrainer hier am Flughafen gehabt, die jetzt rein über den Flughafen gekommen sind. Und haben jetzt auch diese Luftbrücke von Moldau, von der Ukraine, Moldau, dann Ukrainer hier nach Frankfurt kommen. Ja, diesen Menschen muss einfach geholfen werden. Ja. Das ist schlimm, was da gerade passiert. Per Funk kommt der erste Einsatz. Terminal 1. Ein Verletzter braucht Unterstützung.
Von der Bundespolizei im Süden zur Cargo City im Norden und zu einer Premiere. Mit einem neuen Frachtflieger. Dauerregen und 15 Grad. Der Wettergott hat heute schlechte Laune. Nicht aber die Mitarbeiter. Sie feiern ihre neue Frachtmaschine. Christian Herrmann ist stolz. Er darf den Erstflug machen mit diesem Airbus. In Deutschland einmalig. Ein umgebautes Passagierflugzeug, sagt der Kapitän. Das Augenscheinlichste ist tatsächlich hier Exit deactivated. Das ist eine frühere Notausgangstür, die einfach zugemacht wurde und für den Cargobetrieb nicht mehr notwendig ist. Dann kann man hier die Fenster sehen, die mit Metallplatten abgesichert wurden. Aber das war es dann im Prinzip schon. Alles andere ist wie ein normaler A321 für Passagiere. Eine Frachtmaschine für Kurz- und Mittelstrecke. Eigentlich fliegt er Passagiere mit der A321. Heute Fracht zum ersten Mal. Naja, wir machen vor jedem Flug einen Outside-Check. Im Prinzip überprüfen wir alles, was einfach sichtbar ist, ohne irgendwelche Klappen großartig zu öffnen und innen reinzugucken. Hier würde mich jetzt schon mal interessieren, das ist der Betätigungsschalter für die Cargotür. Die muss jetzt offen sein. Dafür ist aber dann der Rampagent zuständig, dass das alles vor dem Flug ordnungsgemäß geschlossen ist. Sein erstes Ziel mit diesem Flieger? Dublin. Die A321F ist die kleinste Maschine in der Flotte der Airline. Kein neuer Flieger, 14 Jahre alt, aber generalüberholt, sagt der Kapitän. Jetzt transportiert sie Fracht bis zu 28 Tonnen. Früher Passagiere bis zu 200. Der letzte Passagierflug fand übrigens im Februar 2020 statt, soviel ich weiß, von den Kanaren nach Düsseldorf. Jetzt wurde das Flugzeug umgebaut in eine Frachtversion und ich glaube, das Auffälligste ist erstmal die Fenster. Die Passagierfenster gibt es nicht mehr und natürlich die Passagiersitze wurden ausgebaut, aber auch viel, viel mehr. Dann hatten wir hinten ja eine Galley, also eine Küche für die Verpflegung der Passagiere, die wurde ausgebaut. Passagiertoiletten wurden ausgebaut. Dann an der Decke, wie Sie das aus Passagierflügen vielleicht kennen, die Beleuchtung, die Sauerstoffversorgung für die Passagiere. Und mit einer der größten Umbauten war hier der Boden. Wir haben ja schon gesehen, das Rollensystem, das es einfach und schnell ermöglicht, die Container zu beladen und zu entladen. Das Flugzeug hatte vorher auch hinten jeweils eine Servicetür und noch eine Passagiertür sowie an den Tragflächen sogenannte Overwing Exits, die für den Notfall eigentlich nur sind. Braucht man alles nicht mehr bei der Fracht, wurde alles zugemacht und verstärkt. Ja, und hier vorne die Cargotür, das ist ein Riesenloch, was da reingeschnitten wurde. Die Breite beträgt 3,60 Meter, die Höhe 2,10 Meter. Das Ganze wird, man hört es vielleicht gerade im Hintergrund ein bisschen, hydraulisch operiert. Und die Sicherungen werden dann elektrisch betätigt. Das sind richtig massive Krallen, die die Tür dann geschlossen halten. Vorne, gleich hinterm Cockpit, ist unser Wellnessbereich. Ja, auch die Crewtoilette wurde umgebaut. Hier haben wir eine Mini-Küche sozusagen. Wir können hier heißes Wasser zubereiten, haben einen kleinen Ofen für warme Speisen. Und hier kommt eigentlich noch eine Box rein mit Softdrinks und ein paar Snacks, ein bisschen Obst und so weiter für die Crew. Hier haben wir Notfall-Equipment. Hier kann sich die Crew abseilen. Das Flugzeug hat keine Rutschen mehr, wie Sie das aus Passagierflugzeugen kennen. Ein halbes Jahr hat der Umbau gedauert. Heute der Erstflug für Kapitän Herrmann und Co-Pilotin Lisa Gunkel. Okay, Lisa, du sagst, die Startbahn haben Sie geändert in die 07 Charlie? Seit 40 Jahren fliegt Pilot Christian Herrmann Passagiere. Jetzt zum ersten Mal Fracht. Eine große Umstellung?
Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Es ist der erste Frachtflug für uns beide, denke ich. Und ja, wir haben schon gescherzt vorhin, keine Passagieransagen. Den Kaffee müssen wir uns selber kochen, Lisa. Also, aber es gibt viele andere Dinge, eben, die dann auch neu sind, neue Destinationen. Wir haben jetzt im Streckennetz zum Beispiel Kairo, Tel Aviv, Istanbul, jetzt eben hier Dublin, Manchester und so weiter. Also da kommt schon viel Neues dazu. Lisa Gunkel ist letzte Woche noch Passagiere geflogen mit einer anderen A321. Wir haben, glaube ich, gar nicht so viel Zeit, die Kabine zu vermissen. Natürlich tun wir das jetzt schon, aber wir haben ja ein paar Wochen später wieder unsere Passagierflüge. Also das ist auch eine sehr schöne Balance zwischen den Flügen mit Fracht und Passagieren, Tagflüge, Nachtflüge. Also ich denke, das wird im Laufe des Dienstplans eine schöne Balance ergeben, mit der wir uns alle sehr wohlfühlen werden, hoffentlich. Ein pünktlicher Start heute zum Erstflug wäre super. Das hängt aber vom Beladen ab. Doch wo bleibt die Fracht? Von der Cargo City zum Terminal 1, zum ersten Einsatz von Alexandra Metzmacher. Die junge Polizistin und ihr Kollege Ingo Vorberg sollen einem verletzten Mann helfen. Er liegt in diesem Krankentransporter. Vor einer Stunde ist er gelandet aus Riga. Jetzt möchte er in Frankfurt umsteigen nach Rumänien. Aber er kann nicht laufen. Seine Hüfte ist gebrochen. Ah. Hallo. You come from Riga? From Romania. Now no, you go to Romania. Exactly. And where you come from now? I From Riga. And he? From he worked in the Okay. And what happened? Was accident? Oh, okay. Okay. We check it and then I come back, okay? 1 minute. Ingo Vorberg überprüft die Personalien des Mannes und seiner Begleitung per Funk mit der Zentrale. Es handelt sich hier um einen, der einen Unfall hatte, der jetzt aus Riga hier eingereist ist. Jetzt müssen wir halt, da er jetzt nicht an die Kontrollstelle kommt, werden wir jetzt hier einmal kurz die Personalien überprüfen und checken, wie die Lage so ist, ob er weiterreisen kann. Ja, dass das alles so ein bisschen vereinfacht wird für ihn. Okay. Beide negativ, dann können wir sie weiterreisen lassen. Gut, all fine. Bye. Der Mann ist von der Leiter gefallen, hat Ingo Vorberg erfahren. Viel Spaß noch. Tschüss. In seiner Heimat Rumänien möchte sich der Verletzte operieren lassen. Gut, weiter geht's. Alexandra muss noch ihren Vorfeldführerschein machen, sonst darf sie hier nicht selbst Streife fahren. Hier muss man jetzt zum Beispiel wieder aufpassen, ne? Genau, Flugzeuge haben immer Vorfahrt. Was ich halt am Flughafen sehr gut finde, ist halt, dass wir viele verschiedene Aufgaben haben. Wir haben halt die grenzpolizeilichen Aufgaben, die bahnpolizeilichen Aufgaben, da wir den ICE-Bahnhof und die Regionalbahn hier haben und halt die Luftsicherheitsaufgabe. Also es ist halt viele Aufgaben in eine Dienststelle gepackt und ja, man kann eigentlich alles hier machen. Ist halt auch sehr abwechslungsreich und ja, man kann auch viele Wege hier einschlagen im Innendienst, bei der Rückführung, hier auf dem Vorfeld. Also es gibt halt viel, was man hier machen kann, viel Abwechslung. Nächster Einsatz: Terminal 2. Eine Maschine aus Tunesien haben die Beamten im Visier. Sie wollen eine sogenannte DOSI durchführen, eine Dokumentensichtung. Die Maschine kommt dann gleich hier auf die Position. Ja. Und dann zeige ich hier schon mal, wo wir uns hinstellen. Ja. Das sind jetzt etwas über 100 Passagiere. Wenn du irgendwas hast, wo du nicht so genau weißt, fragst du mich. Und halt auch gucken, wie die sich verhalten. Ne? Wenn da jetzt einer dabei ist, der schon rumdruckst und Angst hat, oh, da sind Polizisten, das ist schon mal sehr auffällig. Da kann man schon mal gucken. Na, kannst du jetzt den Ausweis dran halten? Der grün zeigt hoffentlich, genau. Airlines müssen darauf achten, dass alle Fluggäste einen gültigen Ausweis dabei haben. Wenn nötig, mit Visum. Ich gehe davon aus, dass da jetzt hauptsächlich Touristen drauf sind und Tunesier mit deutschen Aufenthaltstiteln. Ja. Aber man weiß es halt nicht. Ne? Vielleicht war noch ein Platz frei und irgendeiner denkt sich, ich versuche mal
nach Deutschland zu kommen, ohne dass ich es darf. Und wenn du dir nicht sicher bist, nie einen Pass zurückgeben und denkst, weiß zwar nicht so richtig, aber lieber Pass in die Tasche stecken und danach klären, als hinterher zu denken, jetzt ist er weg, aber ich bin mir nicht sicher, ob es in Ordnung war, weil das ist blöd. Und niemals den Pass wiedergeben, wenn du nicht sicher bist. Ja. Weil wenn du den Pass wiedergibst und sagst, warten Sie, ja, der ist weg. Warten die nicht. Ja. Da drehst du dich nach der Kontrolle um und dann ist er weg Ja. und dann kannst du ihn überall suchen. Ja. Das wäre schlecht. Sind Passagiere ohne Dokumente erst einmal im Terminal unterwegs, ist kaum feststellbar, mit welcher Airline sie illegal eingereist sind. Das soll Alexandra Metzmacher verhindern. Also wir machen natürlich auch so Situationstrainings in der Ausbildung, aber für Flughafen kommen immer wieder neue Situationen. Also das ist jetzt auch komplett neu und man kann nie eine Situation 1:1 vorher proben. Deswegen wird das jetzt alles neu sein, ja. Tag, Passportcheck, Passports please. Einmal die Maske bitte. Danke. Ich danke auch. Ja. Sie kommen aus dem Urlaub oder wo kommen Sie her? Sie kommt zu ihren Kindern her. Mhm. Studieren. Ein Visum, irgendwas? Visa. Dankeschön. Dankeschön. Haben Sie die Visum schon gesehen, ne? Ja, Frankreich, Schengen-Visum. Dankeschön. Kurze Frage. Hier, das ist ja Schengen-Visum, ne? Kann er dann einreisen? 23, ja. Also Schengen. Alles gut. Ne? Hallo. Wo geht's Okay, hin? vielen Dank. Dankeschön. Schönen Aufenthalt. Ne? Ja, Tschüss. Tschüss. Na dann. Sprechen Sie Deutsch? Okay, Maske einmal. Ja. Okay, danke. Unter den Passagieren ein prominenter Sportler. Die 24-Jährige kennt den Fußballer nicht. Sie wundert sich nur über seine vielen Pässe. Show me please. Dankeschön. Hat 2 Pässe oder was? Mhm. Okay. Also, I play for Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt? Echt? Ich bin Frankfurt-Fan. Touré, klar. Danke. Vielleicht sehen wir uns im Stadion. Hallo. Tschüss. Tschüss. Hallo. Super. Wo geht's hin? Where you want to go? Vielen Dank, schönen Aufenthalt. Ne? Danke. Schönen Tag. Nach 20 Minuten sind alle Passagiere aus der Boeing kontrolliert. Alles in Ordnung. Aber war easy, ne? Ja. Hast ja gemerkt, ein paar Mal fragen, ist ja kein Problem. Die Ja. Leute warten auch. War gut. Für den Anfang perfekt. Ja. Es waren noch viele Europäer dabei, dann ist es eben, natürlich das jetzt nicht so Aber schwierig. du merkst auch, wenn du locker mit den Leuten umgehst und nett, das kriegst du auch zurück. Ja, Ne? ja. Weiter geht's zur nächsten Dosi an einem Flugzeug aus der Türkei. Doch vorher zum Erstflug einer A321F im Norden. Es ist zum Heulen. Die Premiere war bis ins kleinste Detail geplant. Natürlich bei schönem Wetter. Aber Petrus macht nicht mit. Sagt Marion Gärtl. Hallo, grüß dich. Da müssen sie jetzt durch. Premiere hin oder her. Hier diese Leiter hoch. Also wir gehen jetzt quasi ins Maindeck am Highloader vorbei und über diese Leiter nach oben. Marion Gärtl ist Lademeisterin. Seit 25 Jahren arbeitet sie am Flughafen. 16 Tonnen Expressfracht und Stückgut müssen in die Cargomaschine. Der Tag heute ist auch für sie etwas Besonderes. Auf was muss sie jetzt achten? Erstmal, dass nichts passiert, weil das Wetter nicht gut ist und dass keiner ausrutscht und unter diesen besonderen Umständen sowieso. Dann komm mal schnell rein, du bist ja eh schon nass. Vorsichtig, hier sind Löcher. Marion Gärtl und ihr Team kennen bisher nur riesige Frachter. Der kleine nasse Airbus ist auch für sie eine Premiere. Wasser wollen wir im Flugzeug eigentlich nicht haben. Das sollte immer vermieden werden. Und du siehst ja, dadurch, dass die Tür so groß ist, dann leitet sich das Wasser ab wie so ein Wasserfall und wir könnten hier eigentlich schön duschen. Schlecht für die Elektronik und fürs Personal. Der Boden ist rutschig. Deshalb versuchen wir so schnell wie möglich, dass wir alles reinkriegen und verriegeln und dann die Tür zumachen können. Ein Fußballfeld passt hier nicht rein, aber 14 Container oben und 10 unten. Ein umgebautes Passagierflugzeug ist natürlich was Besonderes. Klar sind wir eigentlich unsere 777-Frachter gewohnt. Trotzdem ist es auch eine super Herausforderung, so ein kleineres Flugzeug zu haben. Jede Palette, jedes Frachtstück müssen sie vorher genau berechnen. Beladen wird nach einer festgelegten Reihenfolge. Dadurch, dass diese große Side-Cargo dort vorne ist, müssen alle Ladeeinheiten von vorne nach hinten durchgeschoben werden.
Besonders zu beachten ist dann, dass aber vorher immer auch schon Ladung im vorderen Teil des Flugzeuges platziert ist, um ein Gegengewicht zu schaffen, dass man zu jeder Zeit sicherstellt, dass das Flugzeug nicht nach hinten umkippt. Man sagt dazu Tail-Tipping. Falsch beladen sieht dann so aus, wie hier an einem Flughafen in Amerika. Das Internet liefert viele Beispiele zum Thema Tail-Tipping. Der Schaden am Flieger kann in die Millionen gehen. Deshalb überwacht Marion Gärtl den Ladevorgang. Und dann muss es halt mit Manpower durchgeschoben werden, weil wir hier im Gegensatz zu unserem großen 777-Frachter kein Power-Driven Unit-Ladesystem haben, sondern nur ein manuelles Ladesystem. Das soll heißen, automatisch funktioniert hier gar nichts. Nur Manpower zählt. War der Tanker auch schon da? Ja, der So, noch 3 Einheiten müssen hier oben rein und dann haben wir es geschafft. Trotz des Starkregens, die Lademeisterin und ihr Team, sie sind im Zeitplan. Flugzeuge beladen. Für Marion Gärtl ein Traumjob. Egal bei welchem Wetter. Ich habe ganz früher mal angefangen zu studieren, habe das aber nicht fertig gemacht. Und dann habe ich einen Ausbildungsplatz gesucht und da war ich noch mal bei der Berufsberatung und habe gesagt, ja, ich möchte nicht mehr studieren. Und dann hat die Dame gefragt, ja, was interessiert Sie denn? Und dann habe ich gesagt, naja, irgendwas mit Tourismus oder mit Tieren. Und ja, dann ist es Luftverkehrskauffrau geworden. Und jetzt ist sie Lademeisterin mit viel Verantwortung. So Jungs, wie sieht's aus? Wir sind eine Palette nach oben Mendeck, dann sind wir fertig. Hier kommt der letzte Container rein, sind wir auch fertig. Okay. Dann gehe ich hoch. Noch ein letzter Check mit den Kollegen. Dann haben sie es geschafft. Alles klar. Aber das läuft. Super. Also bis aufs Wetter lief's ja super. Alles drin. Cargoklappe kann zu. Marion Gärtl muss auch an Bord. Sie fliegt mit. Doch wo ist ihr Platz? Vom Frachtflieger zum Passagierflieger aus der Türkei. Den hat die Polizei im Visier. Alexandra Metzmacher soll wieder eine Maschine kontrollieren. Zum ersten Mal auf dem Vorfeld. Der Flieger kommt aus Izmir. Haben auch hier alle Passagiere gültige Dokumente? Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe gerade mit dem Ramp-Agent gesprochen. Die zweite Treppe ist im Anmarsch. Aber da die Maschine kurzfristig die Position geändert hat, kommt jetzt erstmal eine Treppe. Busse sind schon da. Und jetzt geht es auch gleich los, wenn die Tür offen ist. Dann machen wir erstmal zusammen vorne und wenn hinten eine Treppe kommt, gehe ich nach hinten. Hallo, Pass bitte, Passport. Gerade zur Kollegin. Einmal die Maske bitte. Danke. Hallo. Die zweite Treppe ist da und Ingo Vorberg ist hinten. Jetzt ist die Polizeimeisterin Ja, Pass. ganz auf sich allein gestellt. Schon kommt die erste Herausforderung die Gangway hinunter. Der Mann kann seinen Pass nicht finden. Angeblich hat er 2, einen türkischen und einen amerikanischen. Okay, Sir. Ingo Vorberg unterstützt. So we go inside. Er sei Pilot und möchte weiter nach Amerika. Hat er seinen Pass in der Maschine liegen gelassen? Alexandra Metzmacher muss den Flieger alleine zu Ende kontrollieren. Der Mann ohne Pass muss mit zur Wache. Du musst bei uns mitfahren. Hier, Sir. Take a seat and fasten seatbelt. So, Soll ich hier den was türkischen abnehmen? Pass habe ich gefunden, aber seinen amerikanischen hat er nicht und er will nach Amerika. Okay, ja. Das kann er natürlich nicht mit dem türkischen alleine. Ja. Und das müssen wir mit auf die Dienststelle nehmen. Wir haben jetzt auch keinen Pass gefunden, wir haben alles durchsucht, müssen mal gucken, wie wir jetzt mit dem, Ja. wie es weitergeht. Eventuell wird er dann zurückgeschickt in die Türkei. Okay. Im schlimmsten Fall heute noch. Vielleicht hilft der Computer auf der Wache. Die Bundespolizei ist international vernetzt. Ob er ein gültiges Visum hat, können die Beamten Servus. überprüfen. Also, wir haben gerade eben die Sun Express aus Izmir gemacht, auf dem Vorfeld, auf der 153.
Der junge Mann sagt, er will nach Amerika, hätte einen amerikanischen Pass, findet den aber leider nicht mehr. Den ganzen Flieger auf den Kopf gestellt, nicht gefunden. Den türkischen Pass haben wir jetzt gefunden, dass wir wenigstens Daten von ihm haben. Aber er nimmt das sehr gelassen und gefasst und er sagt, er kann sich nicht erklären, wo unser Pass ist. So Fälle haben wir ganz oft, dass die Leute dann ihre Pässe nicht finden. Und dann müssen wir halt versuchen, den Leuten auch zu helfen und nicht gleich das Schlimmste zu denken. Ja, ich glaube ihm das auch alles, weil er macht einen glaubwürdigen Eindruck. Er hat auch irgendwelche Pilotendokumente noch dabei gehabt. Und das wird sich aber gleich klären, wenn die Kollegen das mit Homeland Security abklären. My colleagues do that for you. Okay? Später wird klar, die Kollegen konnten helfen. Die Angaben des Piloten waren richtig. Er bekommt Ersatzdokumente und darf weiterreisen nach Amerika. Nach 8 Stunden Luftsicherheitsstreife hat Alexandra Metzmacher ihren ersten Einsatztag hinter sich. Und was sagt ihr Bärenführer? Das passt, auch zwischen uns, zwischenmenschlich passt das. Sie nimmt das auch an, was ich sage. Es gibt auch Leute, die machen das nicht. Die haben dann immer Widerwort und sagen, nee, nee, nee. Nee, super. Auch wie sie mit den Passagieren umgeht, wie sie spricht. Und das passt. Also ich denke mal, da ist auch nicht mehr viel dran zu schleifen. Aber ich habe einen sehr guten Eindruck. Ich werde das auch so weitergeben. Ja, mir hat es sehr gut gefallen, so jetzt am ersten Tag. Die Aufregung ist auch ein bisschen weggegangen jetzt. Ich freue mich auf morgen und ich hoffe, ein bisschen weniger Nervosität dann. Morgen dann wieder Frühschicht mit Ingo, Dosi und anderen Kontrollen. Der Countdown läuft für die Premiere mit dem Airbus A321F. Ein umgebauter Passagierflieger, jetzt ein Cargofrachter. Lademeisterin und Flugkapitän haben ihren letzten Kontrollgang abgeschlossen. Marion Gertel soll mitfliegen, das Beladen im Ausland beobachten, zur Sicherheit, bis die Teams auch dort eingespielt sind. Wir warten noch auf den Mechaniker, der fliegt auch noch mit beim Erstflug nach Dublin. Und wo sitzt sie während des Fluges? Ich sitze hier gleich. Flug im Cockpit, für Sie noch ein Highlight? Ich habe es ja schon öfter gemacht auf unseren anderen Frachtern, von daher jetzt nicht so sehr. Nur da ich halt auch sehr in die Einführung von diesem Flugzeugmuster mit eingebunden war, bin ich natürlich sehr gespannt, wie es auch auf den anderen Stationen dann zugeht. Ja, super, viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Ob Flüge mit Passagieren oder mit Fracht, kaum ein Unterschied, sagt Kapitän Christian Herrmann. Wir optimieren jeden Flug hinsichtlich Pünktlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Das unterscheidet sich nicht zum Passagierflug. Pünktlichkeit ist bei Fracht genauso wichtig. Da hängt ja eine Menge Logistik hinten dran. Aber ich brauche mich nicht um Anschlussflüge kümmern oder zusätzliche Ansagen machen, warum wir jetzt verspätet haben, wenn wir einen Slot haben oder sowas. Frachtflug LH8350 ist ready for departure. Die Flugzeit wird heute 1 Stunde 48 Minuten betragen. Dublin ist 1300 Kilometer etwa und der Flugweg führt uns von hier Richtung Amsterdam über Manchester nach Dublin. Sie sind sogar pünktlich, trotz Starkregens mit Sturmböen. Der erste in Deutschland zugelassene, umgebaute Airbus A321. Ein Cargojet für Europa, für Kurz- und Mittelstrecke. Dublin, Istanbul, Malta, Tel Aviv und Tunis. Neue Ziele für den Minifrachter. Ab heute werden sie 2- bis 3-mal pro Woche angeflogen. Im Spätsommer soll der zweite Mittelstreckenfrachter von Frankfurt aus starten. Eine neue Ära in der Cargofliegerei.